Willkommen in der Nordenplötzchen-Scheune. Das ist Murks, ich bin Blockstar und Freunde, ihr wisst, dass ich großer Katzenfan bin, sonst hätte ich die Murks hier nicht bei mir. Und deswegen wird es mal Zeit, dass wir hier mal wieder eine Katze vorstellen. Und zwar nicht eine auf Ketten, sondern eine mit Flügeln. Oder Murks, eine Katze, die fliegen kann, so wie du. Wups, genau. Heute stelle ich euch von Kobi die 5731, die F4F Wildcat vor. Auch das erste Kobi-Set hier auf meinem Kanal, was den Pazifikkrieg, den Schauplatz im Zweiten Weltkrieg beinhaltet, darstellt. Das ist auch der kleine Anfang von noch etwas größeren, denn ich habe noch das ein oder andere Schiff für euch. Und deswegen fangen wir hier mit dem Standardflugzeug bzw. in der ersten Hälfte des Zweiten Weltkrieges Aufträgern da, nämlich der Wildcat. Wie gesagt, weil ich Katzen mag. Ne, Muxi, du magst es auch. Wir sehen uns gleich hier mit oder ohne Katze auf den Bautisch. Ja, Freunde, da haben wir unsere F4F Wildcat auf dem Bautisch liegen aus der Historical Collection World War II, das Kobi-Set 5731, 375 Steinchen, eine Minifigur, einen Navy-Piloten und im Maßstab 1:32 kommt das Flugzeug daher. Schön wieder, wie Kobi hier ein bisschen seine eigenen Sets im Hintergrund versteckt. Wir haben hier die Zero und wir haben hier ein großes Kampfschiff. Da können wir jetzt spekulieren, ob es die Musashi, die Yamato oder die neuen Iowa-Schiffe sind. Ja, schönes Design auf jeden Fall. Der Pazifik kommt gut rüber. Hier Sonnenuntergang passend mit der Kobi-Sonne. Schauen wir uns die Rückseite an. Da haben wir die Wildcat als Originalfoto. Wir sehen, das Set kommt mit Stand daher. Wir können den Propeller drehen, wir können die Querruder bewegen und das Set wird 27 cm lang und 10,5 cm hoch. Da ist der Pilot sogar auch mit Originalfoto und die Fakten bekommt ihr gleich auf meinen Infokarten. Ich möchte aber noch kurz schauen, wie die Spannweite ist. Die wird 35,5 cm sein, da steht es. Ja, Freunde, wie immer, rechts ist der Stempel, wann das Set hergestellt wird. Wir zaubern aber jetzt noch schnell den Inhalt des Kartons eben auf diesen. Ja, Freunde, da haben wir die Wildcat auf dem Bautisch, beziehungsweise den Inhalt, die Tüten. Zuerst aber die Anleitung DIN A4, Klammer gebunden, kommt schön daher. Wie immer bei Kobi, das Kartondesign gespiegelt, bloß den Hintergrund nicht, dafür hier schön blau, passt ja auch zum Pazifik. Und ganz wichtig, wir haben hier natürlich die Northrop Grumman Lizenz. Wir haben hier keine Aufkleber, alles Sticker und natürlich wurde die Anleitung in der EU gedruckt. Da sehen wir auch hier dieses Umweltabzeichen PETC, ab 7 Jahren ist die Altersempfehlung. Wir haben die traurige Zwiebel, wir haben Captain Planet, ein Mann der Blitze schießt, das Pfeilemonster, den Löwen und so weiter und so fort. Ja, Kobi-Bauanleitung wie folgt. Wir haben das, was wir bauen, farblich. Was gebaut wurde, ist farbentsättigt, kommt in seinen schönen Grau daher. Wir fangen mit dem Bauschritt 1 an. Wir haben keine Seitenzahlen. Was wir brauchen an Stein ist im Kästchen mit der Anzahl angezeigt. Pfeile weisen uns den Weg. Wir haben oft Anlegehilfen, also kleine Legenden. Dann sehen wir, welche Fliesen wir brauchen. Und wir sehen, dass wir nach 79 Bausteps fertig sind mit dem Flugzeug. Was ich hier ein bisschen schade finde, schon bei der Anleitung sieht man, dass man das Fahrwerk nur ausgefahren bauen kann. Hier ist der Ständer und da unten die schöne bedruckte Fliese. Letzte Seite dann immer, oder die letzten Seiten bei Kobi-Sets immer Teileübersicht und Werbung. Hier haben wir also quasi 2 Seiten mit Teileübersicht und auch ganz neu, finde ich aber ganz cool, die Bauanleitung für die Minifiguren. Und wie gesagt, dann hier ein bisschen Werbung. Hier haben wir den Ersten Weltkrieg, rollt auch demnächst bei uns an. Und dann haben wir hier den Zweiten Weltkrieg bzw. den Kalten Krieg. Auch da habe ich euch schon das ein oder andere Set vorgestellt. Findet ihr alles oben auf dem i, was jetzt gerade aufleuchtet. Ja, hier schauen wir mal. Rechts habe ich euch gesagt, sehen wir, wann das Set hergestellt wurde. Am 31.08.2022 in der Kobi-Fabrik. Ja, wir haben 15 Tüten, habe ich euch gesagt. Schönes Blau, Pazifikblau. Und ich bin übelst gespannt, wie es sich jetzt klemmen lässt. Mein erstes
Flugzeug hier auf diesem Kanal, was den Pazifik beinhaltet. Ich habe es euch gerade schon gesagt. Aber Freunde, ich habe noch die ganz alte Corsair und auch noch die alte Zero. Die werde ich euch hier auch noch langsam vorstellen, bevor wir dann zu den großen Schiffen kommen, um den Pazifik so ein bisschen abzurunden. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe euch schon mal einen Mock vorgestellt vom Stefan, findet ihr auch oben auf dem i. Einen Begleitzerstörer, hat ja auch was mit Pazifik zu tun. Also auch das Thema handeln wir jetzt ab auf diesem Kanal. Deswegen freut euch auf die Fakten und mir jetzt viel Spaß beim Bauen, liebe Freunde. Speedbildzeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über das grundlegende Modell. Wir sprechen über die Grumman F4F, über unsere Wildkatze. Miau! Ursprünglich als Doppeldecker zur Fortsetzung der erfolgreichen F3F-Serie geplant, die Doppeldecker waren, wurde die F4F Wildcat im Sommer 1936 zum Mitteldecker umkonstruiert. Obwohl damit dem Brewster F2 Buffalo, auch einem Jäger, unterlegen, machte Grumman weiter und startete die F4F3 mit einem stärkeren Motor aus. Davon bestellte zuerst die französische Marineluftwaffe Anfang 1939 für ihren Flugzeugträger Bon 100 Stück. Die amerikanische Marine folgte später im August mit 54 Jagdflugzeugen. Die französischen Flugzeuge gingen schließlich nach England, da bekanntlich Deutschland Frankreich besetzte, und wurden dort Martlet I getauft. Die Produktion lief dort mit Twin Wasp und Cyclone Motoren weiter. Die F4F4 hatte Klappflügel für die Stationierung auf Träger. Davon lieferte Grumman 1169 plus 220 Martlet IV für die englische Marine-Luftwaffe, den Fleet Air Arm aus der schnell aufgebauten Produktion bei Eastern Aircraft von General Motors kamen 839 FM1 und 311 Martlet V, für welchen die Engländer nun auch den amerikanischen Wildcat-Namen übernahmen. Grumman stellte anschließend auf die Produktion der Avenger, Hellcat und andere Typen um, baute jedoch die F4F7 Aufklärerversion mit 4.685 Kilogramm Gewicht und 24 Stunden Flugdauer sowie eine Schwimmerflugzeugversion. Eastern übernahm als letzte Modell die starke und effektive FM2 und lieferte in 13 Monaten 4.777 Einheiten, einschließlich 340 Wildcat 6 für England. Den ersten Luftsieg einer Wildcat errangen zwei Maschinen des 840. Squadron der Fleet Air Arm am 25. September 1940 über Scapa Flow, als sie einen deutschen Ju-88 Aufklärer abschossen. Also eigentlich Martlets. Den ersten Luftsieg einer trägergestützten Wildcat erzielte am 1. Februar 1942 eine Maschine des Fighter Squadron 42 von der Yorktown, die bei den Gilbert-Inseln ein japanisches Flugboot abschoss. Knapp 3 Wochen später, am 20. Februar, wurde Edward O'Hare, der auf der Lexington stationiert war, mit dem Abschuss von 5 Mitsubishi G4M-Bombern, denen die Alliierten den Codenamen Betty gaben, nach den Regeln der US-amerikanischen Luftstreitkräfte, die nur 5 Siege für einen Titel des Luftass vorsahen, eben als so ein Luftass bezeichnet und auch befördert. Zu den lieben Edward O'Hare kommen wir nämlich noch, denn das Flugzeug, was wir hier bauen, ist seins. Also wartet auf die Detailfotos, da besprechen wir ihn nochmal, ist sehr, sehr interessant. Aus den Tausenden von Einsätzen ging dieses technisch eigentlich alte Jagdflugzeuge mit einem hervorragenden Ruf hervor. Aufgrund ihrer Fähigkeit, mit kurzen Flugdecks auszukommen, wurden die von Eastern Aircraft gebauten Wildcats noch bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs von den kleinen Begleitträgern aus eingesetzt, vor allen Dingen als Jagdbomber und zur U-Boot-Bekämpfung. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs im September 1945 hatte die US-Marine noch 650 Wildcats im Bestand, 184 davon auf Geleitträgern. Sie wurden schnell außer Dienst gestellt. Bei der Royal Navy aus England entsorgte man die nun überflüssigen Flugzeuge teilweise einfach über die Deckskanten der Träger ins Meer. Blub, blub. Es wurden insgesamt 7.824 Maschinen bei Grumman und General Motors bzw. Eastern Aircraft hergestellt. Heute sind noch etwa 18 flugfähige Maschinen
erhalten. Siehe das Flugzeug aus dem Intro. Etliche weitere stehen in verschiedenen Museen rund um die Welt. Nutzerstaaten der F4F waren die USA, Großbritannien, die Freien Franzosen und, man glaubt es kaum, Griechenland. Ja, Freunde, das waren jetzt die Fakten zur F4F Wildcat. Freut euch, wie gesagt, auf die Fakten zu Edward O'Hare nachher bei den Teilfotos und freut euch jetzt vor allen Dingen auf das Review zum Cobiset 5731. Ja, Freunde, nach 1 Stunde und 45 Minuten stehen unsere 335 Steinchen von Cobi zusammengebaut zur F4F Wildcat auf meinen Bautisch. Man kann das Flugzeug locker in einer Stunde und 5 Minuten, 10 Minuten bauen. Ich habe mich leider ab den Baustep 20 verbaut. Da habe ich hier nicht richtig aufgepasst und dann nahm das Unglück seinen Lauf. Und nebenbei habe ich mich auch noch im Discord mit meinen Leuten unterhalten dort. Liebe Grüße gehen raus, die haben es mitbekommen, wie ich mich verbaut habe. Falls ihr mal mit mir quatschen wollt oder tolle, nette Leute kennenlernen wollt, schaut unten in der Videobeschreibung, da findet ihr den Link zu meinem Discord. Also, ich bin der Meinung, man kann dieses Flugzeug in einer Stunde 15 Minuten bauen. Es waren ein paar Steinchen dabei, die man sich schön in seine Cobi-Kiste einsortieren kann. Hier eine 1x3er Seaclaim. Die liegt Cobi ja immer dabei, finde ich auch ganz gut so, denn meine Erfahrungen zeigen, dass diese mal Dehnungsrisse bekommen können, Spannungsrisse. Deswegen finde ich es ganz gut, dass Cobi da immer welche beilegt. Und eine Bügelperle kann man nie genug haben und auch so einen Bügelperlen-Applikator ist auch immer ganz nice. Fangen wir mit der Figur an. Bisschen schade finde ich, dass diese Figur hier jetzt keinen extra Stand oder sowas hat. Also ich werde mir da einen bauen, werdet ihr nachher merken. Deswegen ist die Figur auch nicht eingebaut ins Cockpit, obwohl ich hier die Maske und den Schlauch angebaut habe. Ganz cool ist natürlich der bedruckte Torso, hier diese Fliegerweste, auch unten ja, der Tanga, sage ich jetzt mal, hier der Bereich. Die Leiste ist auch so in einem anderen Beige-Ton gehalten, damit es auch so ein bisschen die Schnürung vom Fallschirm und der Schwimmweste mit andeutet. Wir haben wieder baubare Schüchchen, die wir dran stecken können. Und da meine Kamera nicht so schön scharf stellen möchte, habe ich euch hier auf jeden Fall rechts die Figur noch einmal eingeblendet und ihr bekommt die Figur aber auch gleich nochmal zu sehen am Ende, da ich mir wirklich einen Stand baue. Also das heißt, ich werde die Füße hier aufnoppen. Ich werde also eine der großen schwarzen Fliesen hier vom Stand austauschen, damit ich die Figur drauf noppen kann. Denn wenn dieser Herr einer der größten Piloten der Vereinigten Staaten waren, dazu gleich mehr, wenn ihr Detailfotos bekommt, dann finde ich, kann man die Figur auch mal ein bisschen so daneben stellen. Finde ich auch schade, dass das Cobi hinten auf dem Karton nicht berücksichtigt hat. Naja, kommen wir jetzt aber zum Flugzeug, denn da fangen wir ja mit an, mit nämlich diesen schönen Prinz, denn da sehen wir auch hier die 5 japanischen Flaggen. Da sehen wir, der Herr war ein Fliegerass. Generell, also nach amerikanischer Rechnung, 5 Stück. Wenn man mal überlegt, die deutsche Luftwaffe, wenn da ab 5 Abschüssen, also dann wäre die ganze deutsche Luftwaffe, glaube ich, wären das nur Fliegerasse gewesen. Ne, bei vielen mit weit über 100 Abschüssen. Egal. Die Farbe. Ich finde ja, dieses Blau, das haben wir im Kopf, das ist so Navy-Blau, das ist so, wenn ihr an die Corsair denkt, so, ne, und auch hier die schwarzen Schafe, die Serie, die ja mal schön auf RTL lief, Staffel 2014, glaube ich, Pazifikgeschwader. Alles cool, aber wenn man die Originalfotos sieht, gerade aus der Anfangszeit des Zweiten Weltkriegs, also mit amerikanischer, japanischer Beteiligung, da ist diese Farbe eigentlich falsch. Da müsste es eigentlich eher so ein Sandblue sein, also eher so wie die Saloons bei Blue Bricks. Das wäre, glaube ich, die richtigere Farbe. Sieht man bei vielen Flugzeugen aus der Anfangszeit des amerikanischen, nicht Feldzuges, aber der Pazifikteilnahme des Kriegseintritt der Vereinigten Staaten von Amerika im Pazifikraum. Sehen wir auch an den Kreuzen, beziehungsweise an den Sternchen, die ich diesmal auch richtig rum aufgenoppt habe, die Fliesen, der rote Punkt, ja, der deutet darauf hin, dass wir hier wirklich in den 40er Jahren sind, Anfang des Zweiten Weltkrieges. Die Markierungen haben sich dann ja auch später geändert. Sehen wir auch, das finde ich ganz gut eigentlich, dass das Cobi hier beim Stand mitgenommen hat. Und ihr habt gesehen, vielleicht, ich habe den Stand als erstes gebaut, einfach damit die schwarzen Steine raus sind. Wenn man so viel Cobi gebaut hat wie ich, dann ist man irgendwann halt, kann man die im Schlafe bauen. Also was ich sagen wollte hier, da seht ihr, die Fliese hat halt auch den roten Stern, beziehungsweise den roten Kreis im weißen Stern auf blauem Grund. Finde ich cool,
Wie gesagt, da nehme ich nachher was raus und dann noppen wir dann den Piloten auf. Das werdet ihr aber dann später sehen. Kommen wir jetzt nochmal zum Flugzeug. Also, schöne Prints, viele Prints, finde ich cool. Richtig geil, dass wir halt hier diese Tonnenform sehen. Irgendwie habe ich ja als Mensch, der auch so eine Tonne vor sich herträgt, wirklich ein Herz für solche Flugzeuge. Das gefällt mir, diese etwas, ja, kraftvoll daherkommenden, übergewichtigen Flugzeuge, gerade bei den Amerikanern. Die Thunderbolt ja auch und auch hier die Vorgänger und auch die Buffalo, die ich euch gesagt habe, alles solche, wie kann man das nennen, vielleicht um den Motor herum gebaute Flugzeuge und daher immer etwas tonnig und robust dadurch, aber auch, haben wir gehört, richtig cool. Die Form hat Kobi schon rübergebracht. Bisschen schade finde ich halt, dass wir ein starres Fahrwerk haben. Wir haben ja dieses komische, nicht komische, aber dieses Standard-Kobi-Formteil für halt starre Fahrwerke, kennen wir von den Flugzeugen des Ersten Weltkriegs, zum Beispiel bei der Fokker DR1, da haben wir das Teil auch. Hier nur ergänzt mit diesen Stützen hier, damit wir wirklich hier und auch diesen Stäben, die aber nur so aufliegen, damit wir halt diese, ja, das angedeutete ausgeklappte Fahrwerk haben. Schön wäre es natürlich, wenn wir es hätten wie bei den Düsenjägern. Videos dazu findet ihr oben auf dem i, wenn wir es da halt sowohl als auch hätten bauen können. Denn ich denke mal, ohne Fahrwerk wäre das hier wirklich so eine richtig schöne, kugelige Tonne gewesen. Ja, dann hier Fahrwerk noch. Wir haben hier nur den Stab, der hier also aufliegt. Da haben wir auf diesen versetzten Jumper eingesteckt und liegt hier, hier auf. Da müsst ihr aufpassen, damit ihr wirklich diese auch Tragflächenpeilung hinbekommt. Das bekommt ihr halt dann wirklich nur, wenn ihr seht hier, da liegt es auf, dann habt ihr halt wirklich diese Schräge der Tragfläche. Das ist wieder cool gelöst über hier 4 Hinges, also hier diese großen Hinge-Teils, nenne ich sie mal. Das gefällt mir richtig gut. Wir haben auch hier hinten eine dicke Stange, da werde ich wieder versuchen, halt hier einen Nähgarn oder sowas zu spannen, wobei ich schade finde, da ist kein Loch. Naja, egal, aber es gefällt mir. Wie gesagt, auch die vielen, vielen Prints. Hier zum Beispiel auch diese Figur, ich glaube, das ist diese Katze, wer ist die Fritz the Cat, ich weiß gar nicht, mit einer Bombe. Aber vielleicht finde ich da auch gleich nochmal bei den Detailfotos was raus. Wir sehen hier schön die Bewaffnung. Hier 4 Rohre und da eine Antenne. Wobei diese Kobi-Antennen, da müsst ihr aufpassen, die sind nicht so hitzebeständig und vor allen Dingen auch nicht katzenbeständig. Meine Katze knabbert da immer ganz gerne rein. Deswegen kommen diese Flugzeuge schön oben ins Regal. Auch schön gelöst hinten diese, ja, mit diesen runden Slopes, diesen Abschluss vom Seitenleitwerk habe ich so auch noch nicht gesehen, gefällt mir richtig gut. Also generell mal andere Bautechniken, so ein bisschen, das ist schön, es kommt wirklich sehr gut rüber, dieses Bullige, ohne Witz, ich feiere das. Jetzt nicht, weil ich übergewichtig bin, aber es gefällt mir einfach. Man kann genau erkennen, dass es dieses Flugzeug ist. Ich habe da wirklich nicht viel zu meckern, außer das mit dem Fahrwerk und vielleicht mit der Farbe. Nehmen wir mal kurz das Cockpit ab. Auch cool, dass wir hier halt eine lackierte Kanzel haben. Das haben wir ja auch nicht immer bei Kobi. Gerade bei diesen Kanzelteilen finde ich richtig gut. Und dass wir hier eine C-Claim haben, da kann man es vielleicht sehen, da, wo wir den Schlauch auch reinklemmen können, gleich hier oben. Das gefällt mir. Also richtig cool. Schön wäre es mal, wenn man das so wie auf den Trägern auch mal nach hinten machen könnte. Das wäre richtig cool, so dass man so eine Szene auf der Lenksign oder wie sie alle hießen, mal nachspielen könnte. Aber, das kann man ja selber noch umbauen. Gefällt mir. Ja, also ein schönes Flugzeug. Bleibt jetzt auf jeden Fall dran noch für Detailfotos, denn da gibt es ja Infos zu unserem Piloten, zu Herrn O'Hare. Viel Spaß dabei, Freunde, und dann bis gleich. Ja, Freunde, heute bekommt ihr quasi zweimal Speedbildzeit, Faktenzeit, nur dass ihr gerade die Detailfotos bekommt und ich euch jetzt wie versprochen noch die Fakten zu Edward O'Hare liefere. Edward Henry Butch O'Hare, geboren am 13. März 1914 in St. Louis, Missouri und gestorben am 27. November 1943, war ein Marineoffizier der United States Navy, der im Zweiten Weltkrieg 1942 als erster Pilot der US Navy den Titel Fliegerass erwarb und mit dem höchsten US-Orden, der Ehrenmedaille des Kongresses, der Medal of Honor, durch Präsident Franklin D. Roosevelt ausgezeichnet wurde. O'Hare hatte im Pazifik am 20. Februar 1942 als Pilot eines Grumman F-4F Trägerjagdflugzeuges, nämlich das, was ihr gerade seht, des Flugzeugträgers USS Lexington CV-2 erfolgreich gegen Mitsubishi G4M Betty Bomber gekämpft und den Flugzeugträger verteidigt. Butch O'Hare wurde, wie schon erwähnt, mit der Medal of Honor ausgezeichnet.
Im Jahr 1943 erhielt das Ding Gifted Flying Cross einen Golden Star anstelle des zweiten DFC. Nach seinem Tod erhielt er posthum das Navy Cross und das Purple Heart. Lieutenant Commander O'Hare fiel kurz nach der Schlacht um die Gilbert-Inseln am 27. November 1943 als Pilot einer Grumman F-6F bei Tawara während des ersten Nachtjagdeinsatzes von Trägerflugzeugen der USS Enterprise. Die Umstände seines Todes konnten nie ganz geklärt werden. Es ist möglich, dass er durch das Feuer eines Bord-MGs eines japanischen Bombers getötet wurde. Allerdings ist auch Friendly Fire durch das Browning M2 Maschinengewehr eines Grumman TBF Torpedobombers nicht auszuschließen. Die US Navy benannte den Zerstörer USS O'Hare, DD-889, zu Ehren O'Hares. Ebenso wurde der O'Hare International Airport in Chicago nach O'Hare benannt. Ja, Freunde, O'Hare, O'Hara, mein Englisch lassen wir es, ihr wisst aber, was ich meine. Freunde, jetzt aber viel Spaß bei meinen letzten Worten zu diesem tollen Set. Katzen würden Kobi kaufen. Auf jeden Fall die Wildcat, die 4F4 von Kobi. So wie ich vielleicht bei bearingbix.de. Und Freunde, es soll hier keine Werbung sein, aber mich lacht hier diese 15 so an auf diesen bedruckten Teilen von Kobi. Denkt an die 15% Rabatt, die ihr bekommt mit dem Code Blockstar eben bei bearingbix.de. Freunde, ein tolles Set. Es wird eines meiner neuen Lieblingsflugzeuge von Kobi. Das kann ich euch jetzt schon verraten. Mir gefällt die bullige Form, vielleicht weil ich selber etwas bullig aussehe. Ich habe es euch gesagt, mir gefallen die vielen Drucke. Mir gefällt die Hintergrundgeschichte. Ihr wisst, bei mir sind die Fakten auch immer wichtig. Bisschen schade halt nur, dass wir hier keine extra Noppigkeit auf der Stand bekommen, dass ich hier selber verbauen musste. Ich habe die Fliese hier ausgetauscht gegen eigene Bricks, damit wir hier diesen Piloten, Herrn O'Hare, auch richtig würdigen können. Finde ich schade, weil wenn Kobi das schon so macht, warum nicht draufdrucken? Bei manchen haben wir es, meistens bei polnischen. Das ist schade, Kobi. Macht es doch auch dann hier bei so einem Flieger. Das würde mich echt freuen. Was mich freuen würde, wäre, wenn ihr an folgender Umfrage, die ich euch unten reinpacke, teilnehmen könntet, denn wir haben jetzt ja die Schatulle des Pazifik-Theaters, des Pazifik-Schauplatzes aufgemacht und da wollen wir ein bisschen weitermachen. Freunde, was soll ich als nächstes bauen? Einen Zero-Jäger, das Konterpart oder den Konterpart hierzu oder einen amerikanischen Flugzeugträger oder ein japanisches Großkampfschiff. Alles natürlich von Kobi. Findet ihr unten in der Infobox die Umfrage, würde mich interessieren. Das, was dann am meisten rauskommt, bauen wir auch, versprochen. Ja, Freunde, und jetzt könnt ihr mir aber noch einen Gefallen tun, einen weiteren. Vielleicht lasst ihr generell noch mal einen Kommentar zum Video da. Wie hat euch das Set gefallen? Wie findet ihr unsere Wildcat und generell mein Video? Und wenn ihr dabei seid, lasst doch bitte einen Daumen hoch oder Daumen runter da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr ihn abonniert habt, drückt ihr vielleicht noch auf die Glocke. Dann verpasst ihr nämlich kein weiteres Video mehr hier auf meinem Kanal. Denn ich werde jetzt gleich hier, wenn die Aufnahme zu Ende ist, schon das nächste Video drehen und weiterschneiden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.